Willkommen zurück zu mir und zu meiner ayurvedischen Küche. Ja, wie man hier lautstark hört und sieht, befinde ich mich wieder in tierischer Gesellschaft. Und jetzt verrate ich euch hier schon, was es heute bei mir zu Hause in der Küche gibt. Gänsekeulen, aber natürlich vegan. Jetzt bin ich froh, wieder im Warmen zu sein und ich würde sagen, legen wir doch gleich los. Jetzt geht es schon gleich an die Zutatenliste für unsere wunderbaren veganen Gänsekeulen. Wir benötigen 500 Gramm Austernpilze, 2 Esslöffel Speisestärke und 4 Esslöffel kaltes Wasser und dann benötigen wir noch 4 Lagen Reispapier. Für unsere Austernpilz-Gewürzmischung benötigen wir 3 Esslöffel voll Sojasauce, einen halben Teelöffel voll Kumin, also gemahlenen Kümmel, einen halben Teelöffel voll Beifuß, einen Teelöffel voll Paprikapulver, einen halben Teelöffel voll Knoblauchpulver und last but not least 3 Esslöffel Öl. Für unsere köstliche Marinade benötigen wir einen Esslöffel voll Ahornsirup, 2 Esslöffel voll Öl, etwas Salz und etwas Pfeffer und einen halben Esslöffel voll Tomatenmark. Ich habe unsere wunderschönen Waldbewohner vorher schon mal mit einem kleinen Pinsel sauber gemacht und nun reiße ich die kleinen Pilze hier in Stücke. Dabei ist es wichtig, dass man wirklich kleine Stücke reißt und zwar einfach deswegen, das sehen wir jetzt auch gleich, damit wir später auch im Mund so diese fleischähnliche Konsistenz wieder haben. So, ich zeige euch das mal. Ich mag ja diese Haptik von diesen kleinen Waldbewohnern. Ich finde, die fassen sich schon unfassbar schön an, weich, man kann sie unglaublich gut verarbeiten. Also zeige ich euch das erstmal. So in diese Faserstücke wollen wir sie haben. Man kann die wirklich wunderbar einfach abreißen. Man sieht das hier, glaube ich, auch ganz gut. Ja, man mag es gar nicht glauben, in diesen kleinen Pilzen hier stecken mit Vitamin B1, B2, Folat, also Folsäure, Biotin und gerade Vitamin B1 ist für uns ja ganz besonders wichtig, beziehungsweise für unser Nervensystem und auch für unsere geistige Leistungsfähigkeit und Herzgesundheit. Und ich mag die Austernpilze deswegen auch so gerne, weil man sie wirklich sehr, sehr vielseitig in der Küche einsetzen kann. Egal ob gebraten, gedünstet, im Ofen mit einer wunderbaren Marinade angesetzt. Ich finde Austernpilze einfach großartig. Also ich finde ja, hier fehlen jetzt nur noch die kleinen Zwerge und Elfen drunter. Ja, dieser Pilz kann wirklich ganz besonders viel und außerdem steckt er auch noch voller Vitamin C und D und vor allem fördert er das Wachstum von probiotischen Bakterien in unserem Darm. Also ein Allrounder, würde ich sagen. Geschafft! So sehen sie dann fertig gezupft aus. Nun gesellen sich zu unseren Austernpilzen einmal unsere Sojasauce, unser Knoblauchpulver, unser Paprikapulver, unser Beifuß und unser Kumin. Jetzt ist unsere illustre Gesellschaft komplett und darf ordentlich durchgemengt werden. Ah, der Kumin duftet so herrlich. Und es ist auch ein wunderbares Farbenspiel durch das Paprikapulver und den Beifuß. Man könnte die Austernpilze, so wie sie jetzt übrigens da liegen, jetzt auch hervorragend zu einem Salat genießen oder sie in der Pfanne richtig schön knusprig braten. Das ist das, was ich vorhin meinte mit, dass diese Pilze wirklich unfassbar toll und vielseitig in der Küche einsetzbar sind. Im nächsten Schritt geben wir unsere Austernpilze in die Pfanne. Die Pilze brate ich ungefähr 8 bis 10 Minuten lang an und in der Zwischenzeit vermenge ich die Speisestärke mit dem Wasser und das kommt anschließend zu den Pilzen hinzu.
Meine Pilze sind nun fertig gebraten und nun feiert das Reispapier seinen glorreichen Auftritt. Aber davor muss ich jetzt erstmal den Wasserkocher anmachen. Das heiße Wasser benötigen wir natürlich dafür, um das Reispapier dann hinterher in Form zu bringen. Während das Wasser noch vor sich hin sprudelt, kann ich schon mal den Backofen anmachen auf 190 Grad Umluft. So, nun gebe ich etwas Wasser auf meinen Teller. Und als nächstes gebe ich ein Reispapier hinein. Und schaue, dass es überall von dem Wasser benetzt wird, damit es natürlich dann auch entsprechend formbar ist. Wenn das Reispapier viele Widerworte hat und sich so gar nicht biegen möchte, dann immer einfach nochmal ein bisschen heißes Wasser hinzufügen und dann natürlich vorsichtig erneut glatt streichen. So, jetzt ist es schön glatt und dann kann ich schon direkt auf den anderen Teller heben. So, und dann lege ich mir das natürlich nochmal so zurecht, dass ich es auch entsprechend befüllen kann. Das kann manchmal wirklich eine kleine Friemelarbeit sein, aber wichtig ist, dass es wieder auseinandergebreitet wird. Nun habe ich meine angebratenen Pilze in 2 Portionen geteilt und jetzt gebe ich jeweils eine Portion auf ein Reispapierblatt. Und nun wickle ich mir das so ein, dass es einer Gänsekeulenform entspricht und klappe die Enden übereinander. Und das haftet auch tatsächlich wunderbar. So. Voilà! Damit die Keulen dann auch fester werden und besser zusammenhalten, nehme ich erneut ein Reispapierblatt, was ich dann über die Keule noch einmal drüber schlage. Bevor die kleinen Päckchen in den Ofen gehen, werden natürlich erstmal noch die Zutaten für die Marinade angemischt. Und nun bestreichen wir unsere kleinen Päckchen noch mit dieser wundervollen Marinade. Also die Marinade ruhig wirklich großzügig über die Päckchen geben und dann sieht man auch schon, oder zumindest hat man schon mal eine kleine Vorahnung, wie es dann später aussieht. Und duften tut es übrigens jetzt schon. Als kleine Variation, man kann natürlich auch in die Marinade auch geräuchertes Paprikapulver geben oder ein bisschen Tamari-Soße, also Sojasauce und, oder Liquid Smoke. Also da einfach mal ausprobieren, es lohnt sich auf jeden Fall. Meine fertigen Päckchen gebe ich nun auf das Backblech. Und ab geht's für ca. 30 bis 45 Minuten in den Backofen. Ja, das sieht schon richtig, richtig gut aus. Ich würde sagen, wir holen die beiden Päckchen jetzt mal raus. Oh, das sieht köstlich aus. Oh, wie das duftet. Ja, ich richte jetzt gleich mal an. Meine falsche Gänsekeule. Richtig knusprig. Man sieht auch schon die Austernpilze. Herrlich. Damit ihr jetzt auch den Namen seht. Das Reispapier ist im Ofen natürlich so richtig kross geworden und dann diese herrliche aromatische Pilzfüllung. Ich kann nur wieder sagen, einfach mal ausprobieren, viel Freude dabei und bis zum nächsten Mal. Eure Mangal.